Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interviewthema Influencer in der Gastronomie. Heute zu Gast Jasmin vom Café Jess Up. Schön, dass du da bist, Jasmin. Danke, danke. Magst du dich mal kurz vorstellen, was machst du? Hi, ich bin Jess, ich bin Gründerin vom Café Jess Up. Uns gibt es seit 2017, ein kleines, aber feines Café in Berlin-Charlottenburg. Und das Wohl des Gastes liegt uns ganz doll am Herzen und ich denke, das unterscheidet uns von vielen anderen. Großartig. Schön, dass du mit dabei bist, Jasmin, heute. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Jasmin, wie wichtig ist Social Media für die Gastronomiebetriebe? Für uns hier im Café ist es schon besonders wichtig, da wir so ein bisschen uns gezielt darauf fokussiert haben, viele unserer Gäste damit zu akquirieren. Also die finden uns über zum Beispiel Instagram, auch gerade viele Touristen und sagen, hey, da wollen wir hin, das Essen sieht total toll aus und ja, dadurch gewinnen wir sehr, sehr viele Neukunden. Großartig. Spielt für dich auch Influencer-Marketing eine große Rolle? Influencer-Marketing spielt für uns auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Wir setzen von Anfang an auf die, nennen wir es persönliche Weiterempfehlung von einem Influencer. Sprich, er postet, dass er im Jess Up gegessen hat, uns besucht hat, seine Erfahrungen von dem Besuch hier bei uns und eben auch so ein bisschen was von dem Essen, was ja sehr schön aussieht. Und ja, durch diese Empfehlung gewinnen wir dann an neuen Gästen im besten Fall oder eben auch Follower auf Instagram und ja, so macht das eben die Runde. Ich weiß, du bist ein Profi in der Sache, weil du das echt schon lange und intensiv auch machst. Was ist genau, oder kannst du uns einfach mal beschreiben, was ist Influencer-Marketing? Influencer-Marketing auf den Punkt gebracht ist eine Weiterempfehlung, also Mundpropaganda. Aber ein bisschen weitergeleitet als nur das Normale. Ich erzähle meinen Freunden, eben in Form von, es gibt einen Blogger, einen Influencer, der eine Anzahl X an Followern hat, sagen wir jetzt mal 10.000 Leute folgen diesem Influencer und der postet, hey, ich bin da und da gewesen und die sehen das natürlich. Also es ist in Anführungsstrichen eine platzierte Werbung, die aber beim Endkunden ganz anders aufgenommen wird und dadurch oftmals auch wirklich ausgetestet wird, ob es jetzt eine Online-Bestellung ist oder eben ein Besuch in einem Restaurant. Welche Erfahrung hast du mit Influencer-Marketing soweit gemacht? Wir haben eine sehr lustige Erfahrung direkt zu Beginn unserer, ich nenne es mal, Karriere machen dürfen. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht und dachte, Mensch, wie kriege ich denn die ganzen jungen Mädels hier in meinen Laden rein? Und dachte, oh, ein pinker Kaffee, ich glaube, der könnte es sein. Und ich habe zum Valentinstag 2018 ein Foto von einem pinken Kaffee gepostet. Und auf einmal standen hier ein paar Mädels und Influencer, die gesagt haben, hey, wir würden gerne diesen pinken Kaffee. Die hat das dann wiederum auch gepostet und ab diesem Tag kam irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag jemand in den Laden rein und hat gesagt, ey, ich möchte gerne hier diesen pinken Kaffee. Und wir hatten den noch nicht mal auf der Karte und meine Mitarbeiter haben mich angeguckt und gesagt, du sag mal, Jess, wie mache ich denn diesen pinken Kaffee überhaupt? Und ja, das war dann so ein unique selling point, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt wirklich was hier kreiere, was besonders ist und was die Leute anreizt zu kommen, dann funktioniert das über Influencer-Marketing super. Und das Schöne ist auch noch, du hast es messbar gemacht, ja? Ja, ich habe das Ganze messbar gemacht. Ich habe angefangen mit einem Kooperationspartner, einem langfristigen Kooperationspartner, den ich tatsächlich auch über Dimitro kennengelernt habe, zu arbeiten. Und die haben das Ganze ein bisschen professioneller aufgesetzt, indem sie meine Postings vorbereiten, indem sie mich mit Fotoshootings unterstützen etc. pp. Und das noch ein bisschen professioneller gemacht haben. Und eben auch ein Dashboard, wo ich sehen kann, hey, der Influencer hat gepostet, so viele Likes sind auf dem Bild, so oft wurde das weitergesendet etc. Und die ganzen Insights machen es mir natürlich dann wiederum leicht, gezielt auch Leute damit anzusprechen. Sehr schön, klingt spannend. Jasmin, wenn ich Influencer-Marketing für meinen Betrieb nutzen möchte, wie fange ich am besten an? Was wären die First Steps? Die First Steps, um mit Influencer-Marketing zu beginnen, ist sich erstmal bewusst darüber zu sein, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Ist meine Zielgruppe überhaupt auf den sozialen Medien unterwegs?
macht es überhaupt Sinn, sie darüber zu kontaktieren oder sozusagen deren Aufmerksamkeit zu gewinnen. Im nächsten Step würde ich erstmal eine Analyse machen, um genau zu wissen, hey, wen möchte ich ansprechen, Männlein, Weiblein, in welchem Alter, also wirklich die Definition, um sich dann die Influencer rauszusuchen, die zum Beispiel passen könnten. In unserem Fall zum Beispiel haben wir viele vegane Leute, also setzen wir darauf, Leute anzusprechen oder anzuschreiben, die eben eine sehr große vegane Base haben, wo die Werbung auch gezielt natürlich gut ankommt und nicht die Modebegabte oder Modedesignerin, die jeden Tag eigentlich nur Klamotten postet und gar nicht so auf Ernährung etc. eingeht, aber hierher kommt, weil es ein Place to be ist. Also da wirklich sich erstmal Gedanken machen, wo möchte ich überhaupt hin, wen möchte ich ansprechen und dann kann man Step by Step loslegen. Richtige Zielgruppe sozusagen. Korrekt. Wo finde ich den passenden Influencer? Wo finde ich den passenden Influencer? Das ist eine schwierige Frage, gell? Ja, das geht ein bisschen einher mit der Zielsetzung. Also wen möchte ich eigentlich ansprechen? Und dann heißt es entweder A, viel Zeit investieren, um sich da ja, sage ich mal, bewusst zu werden, welche Influencer natürlich passen könnten oder sich professionelle Hilfe holen in Form von einer Firma, die einen unterstützt, einem Kooperationspartner oder Co., die eben schon ein großes Netzwerk haben und dir noch viel gezielter Leute sozusagen in deinen Betrieb schicken können. Wie oft postest du, wie groß ist der Zeitaufwand? Mein Zeitaufwand beträgt aktuell ungefähr 6 Stunden im Quartal, was ausschließlich das Fotoshooting sozusagen ist, da ich eine tolle Firma an meiner Seite habe, die mich dahingehend unterstützen. Wir machen zusammen ein Fotoshooting, wo ich mir klar raussuche, okay, was ist denn eigentlich das nächste Produkt, was ich bewerben möchte, wovon möchte ich Fotos, von der Location, von Drinks, vom Essen, also das ist quasi mein Job, das rauszusuchen und ansonsten wird alles Weitere von dem Kooperationspartner aufbereitet und gepostet. Derzeit wird jeden zweiten Tag gepostet und ja, das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist so ein bisschen Stories hochladen täglich oder auch jeden zweiten Tag, vor allem wenn wir geöffnet haben und die Stories der Influencer natürlich reposten, was jetzt aber auch kein großer Aufwand ist, da es nur 2 Klicks sind. Sollte jeder Gastronom Influencer-Marketing betreiben? Ich denke, dass es nicht für jeden Gastronomen Sinn macht, weil wenn das der Italiener um die Ecke ist, der nur von Stammkundschaft lebt, weil ja, es ist halt ein klassischer Italiener und da gehen alle hin, weil sie Lust auf Pizza haben, aber nicht und ohne das jetzt irgendwie runterzureden oder so, weil es jetzt was Besonderes ist, sondern einfach, weil man daran gewöhnt ist, denke ich, dass es in dem Fall klar trotzdem einen Effekt haben würde, aber dass dieser Effekt nicht so groß wäre, als wenn du jetzt gezielt wirklich ein Produkt hast, was genau diese Zielgruppe anspricht. Okay. Letzte Frage noch. Welchen Tipp würdest du deinen Gastronomiekollegen für Social Media Marketing geben? Mein Tipp an meine Gastronomiekollegen wäre auf jeden Fall, sich Unterstützung zu holen. Empfehlen kann ich an der Stelle natürlich auch meinen Kooperationspartner Alfin bzw. Freechly. Die kümmern sich bestens um eben das Influencer-Marketing und schicken mir regelmäßig ja, Influencer, die uns supporten und posten, wodurch wir immer wieder neue Kunden oder potenzielle Kunden erreichen und unsere Reichweite sozusagen vergrößern. Mein nächster Tipp wäre, egal wie, auch wenn man jetzt nicht super aktiv ist, aber trotzdem auf Instagram sichtbar zu sein, auch wenn man jetzt nicht Stories postet etc., weil eben Instagram mittlerweile, gerade in meiner Generation, so eine Art Visitenkarte ist. Heißt, früher hat man gegoogelt und hat gesagt, hey, das Restaurant, oder das macht man immer noch, hat geguckt und der nächste Schritt ist dann, okay, ich gucke mal bei Instagram und reserviere teilweise auch über Instagram. Also diese Anbindung in soziale Medien würde ich auf jeden Fall empfehlen. Vielen Dank, Jasmin, dass du heute mit dabei warst. Super, super gerne, es hat mich gefreut. Vielen Dank, dass ihr auch heute mit dabei wart. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Interviews verpasst. Und wir freuen uns auf bald. Ciao. Ciao.